Herzlich willkommen zu unserem neuen Biomover Talk. Ihr wisst ja, wir reden hier mit Menschen, die etwas zu bewegen haben, vor allen Dingen, die auch etwas zu sagen haben. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Britta Heidemann heute hier ist. Britta, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Sehr, sehr gerne. Britta ist seit vielen Jahren, nachdem sie ihre erfolgreiche Degenfechterinnenkarriere aufgegeben hat, Sportfunktionärin geworden. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. Ja, du bist unter anderem 2016 in die IOC-Athletenkommission gekommen und mit einem sehr guten Ergebnis auch gewählt worden. Du engagierst dich auch für das Flüchtlingskomitee des Internationalen Olympischen Komitees, kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Das ist die Olympic Refuge Foundation, bei der ich im Executive Board bin, im Vorstand. Und du kommst auch direkt von Baden-Baden, wo gestern die Wahl der Sportler des Jahres stattgefunden hat, richtig? Korrekt. Ist das eigentlich was gewesen? Ich war überrascht davon, dass ein Ruderer zum Beispiel das erste Mal Sportler des Jahres ist und eine Wettkampfgymnastin. Ist das für dich überraschend gewesen, diese Ergebnisse? Ich war gestern wirklich das erste Mal seit allen Jahren, die ich dabei bin. Und ich glaube, ich bin ununterbrochen seit mindestens 2008 bei der Sportlerwahl des Jahres dabei gewesen. Komplett und umfänglich zufrieden gewesen mit den Ergebnissen, auch mit den Reihenfolgen. Fand ich alles in Ordnung. Und dass Olli Zeidler Sportler des Jahres wird, fand ich absolut großartig. Es ist jetzt auch mittlerweile so, dass die Athleten, die Olympiateilnehmer auch mit abstimmen können. Also nicht nur die Sportjournalisten, sondern eben auch die Athleten selber. Und ich glaube, das verschiebt noch mal so ein bisschen die Ergebnisse. Und auch die Daria von der rhythmischen Sportgymnastik, eine junge Frau, die wirklich unschlagbar ist in dem, was sie tut, Unglaubliches geleistet hat mit 17 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, und diesem Druck standgehalten hat. Absolut verdiente Sportlerin des Jahres geworden. Olli Zeidler super und die 3x3 Basketballerinnen, die haben auch gestern in dem Saal eine solche Liebe erfahren und ein solches Wohlwollen der Menge, das ganz, ganz außergewöhnlich und bisher auch noch nicht da gewesen war. Also das war gestern eine so wahnsinnig gute Stimmung, auch mit den Siegern, die da gewonnen haben. Das war ein ganz tolles Erlebnis, dabei gewesen zu sein. Kann man sagen, dass die Wahl zum Sportler des Jahres demokratischer geworden ist? Also sicherlich, ich kenne mich da nicht im Punktevergabesystem genau aus. Ich finde auf jeden Fall eine gute Idee, wie gesagt, dass die Athleten jetzt da auch ein Mitwahlrecht auf eine gewisse Art und Weise haben. Und ich hatte schon den Eindruck, dadurch, dass alle damit abgestimmt hatten, wurde noch mehr spekuliert, wer wird's denn jetzt, weil man ja selber so seinen Beitrag geleistet hat. Ne? Ich glaube, das war so ein bisschen der Hintergrund. Aber ich glaube, dass einfach dieser Sportsommer 24 mit den Olympischen Spielen für uns Deutsche etwas lange nicht Dagewesenes war, weil das einfach so direkt um die Ecke war, nebenan, im Nachbarland. Viele waren vor Ort, viele haben das näher empfunden, als wenn es am anderen Ende der Welt stattfindet, Olympische Spiele. Und genau darauf habe ich auch spekuliert und gehofft, dass uns das Olympia und eben den Spitzensport der olympischen Disziplin, wie er einfach emotional auch näher bringt. Ich glaube, das ist sehr gut gelungen. Also kann man sagen, dass Paris die Olympischen Spiele so ein bisschen was wie ein Neustart für die Olympischen Spiele gewinnt. Mehr Emotionen, mehr Menschen, die teilgehabt haben. Ein fantastisches Setting mit Paris, eine wundervolle Stadt, die ja auch schon mal früher Austragungsort der Olympischen Spiele war. Ist das so? Kann man sagen, Olympia-Idee lebt wieder neu? Aus deutscher Sicht auf jeden Fall. Ne? Also dass jetzt irgendwie die Begeisterung für Olympia in anderen Ländern abgenommen hätte, das ist nicht so. Aber das ist eine sehr deutsche Empfindung gewesen, dass wir uns so ein bisschen distanziert gefühlt haben zu wahrscheinlich auch dem Internationalen Olympischen Komitee. Grundsätzlich zu Sportgroßveranstaltungen haben wir ja Debatten um Debatten darüber. Und die Olympischen Spiele in Paris waren die Chance, eben diese positiven Gefühle so als Gesellschaft wieder uns zurückzuerobern. Und das ist, glaube ich, gelungen. Wir hatten genderparitätische Spiele, wir hatten mehr, also inklusivere Spiele, das heißt eben mehr Partizipation. Jeder konnte auch den Marathon pour tous zum Beispiel mitlaufen. Sehr viele Tickets unter 50 €, die verkauft worden sind. Also jeder konnte in den Champions Park auch und die Athleten feiern. Das war umsonst, da konnte jeder rein. Also ich glaube,
dass da vieles uns für die deutsche Seele entgegengekommen ist, was wir wahrscheinlich so als Gesellschaft gebraucht haben, um für eine potenzielle eigene Olympiabewerbung auch so den richtigen Drive zu haben. Würdest du das denn befürworten, wenn Olympia nach Deutschland kommen würde nach 1972? Ich würde das absolut befürworten. Alleine auch eine Olympiabewerbung, selbst wenn es am Ende noch nicht mal für eine Vergabe reichen würde, bin ich dafür, dass wir in den sogenannten Continuous Dialog mit dem IOC einsteigen, was jetzt auch beschlossen worden ist letzte Woche auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes, weil ich der Meinung bin, wir brauchen in Deutschland so auch so eine Olympiabewerbung als Katalysator dafür, dass mehr Jugendsportprojekte angestoßen werden, einfach mehr wieder über Sport und die Bedeutung von Sport geredet wird, eben im Jugendbereich für Gesundheit, für Bewegung, für Persönlichkeitsentwicklung, um Idole, Vorbilder zu haben, dass Schwimmhallen überhaupt gebaut werden, also um Infrastruktur auszubauen und ja, ein bisschen mal wieder emotionale Begeisterung zu schaffen. Wir sind in den letzten Jahren in so vielen Bereichen, auch in der Wirtschaft, auf so einem nöligen Abwärtstrend, ja, wo es uns vielleicht noch gar nicht so schlecht geht, aber irgendwie jeder ist so latent unzufrieden, man kann es gar nicht so richtig greifen. Und ich glaube, dass so eine Olympiabewerbung uns da wieder gut nach vorne bringen würde, emotional vor allem. Ja. Und wäre Berlin der richtige Austragungsort oder könnte man sich auch so Rhein-Ruhr Megacity sowas vorstellen? Die Konstellation einer Bewerbung, die für das IOC auch funktioniert, ist sicherlich ein Konzept, was auf einem Dorf, einem olympischen Dorf beruht. Also dass man so ein Regionalkonzept hat. Und da gibt es natürlich den Großraum Berlin tatsächlich, den Großraum München und zum Beispiel eben Rhein-Ruhr, was ja auch schon vor 10 Jahren angefangen hat, so als Konzept so im Raum zu schweben oder sogar konkret zu sein. Und da muss man jetzt intern als Deutscher Olympischer Sportbund gucken und entscheiden, welches dieser Konzepte am besten mit den Anforderungen vom IOC übereinander passt oder was die Städte, Regionen bereit sind umzusetzen. Und dann wird sich da entschieden werden. Ich denke mal nächstes Jahr. Und dann könnte sowas passieren, wenn es denn dazu käme, dass sowas wie ein Ruck durch Deutschland geht. Muss man sich das sinnbildlich so vorstellen? Dass man sagt, so erhoffe ich mir das, dass eben mit einer Olympiabewerbung dann Projekte angestoßen werden, wie zum Beispiel in Frankreich. Da wurde mit einhergehend der Olympiabewerbung 30 Minuten Sport in Schulen zum Beispiel wieder eingeführt. Ne? Wahrscheinlich ist das vor 100 Jahren irgendwann mal üblich gewesen, dass man jeden Tag Sport gemacht hat. Dann hat sich das im Laufe der Zeit verloren und in Frankreich ist das dadurch wieder reintegriert worden. Und man hat natürlich ganz viele Anrainerprojekte, ne? Eben auch infrastrukturell. Und in Deutschland wird häufig, wenn es um eine Olympiabewerbung geht, darüber diskutiert, dass gar nicht neu gebaut werden soll. Das halte ich für nicht ganz sinnvoll, so zu argumentieren, weil es gibt ja eben selbstverständlich auch viele Projekte, die sowieso angedacht sind und wo man einfach das auch beschleunigen kann. Also wir können als Deutsche sicherlich gut Großveranstaltungen umsetzen, aber im Bauen sind wir jetzt in den letzten Jahren nicht die schnellsten gewesen. Und wenn man halt eine Deadline hat, dass man bis Datum so und so fertig sein muss, dann funktionieren plötzlich lange notwendige Infrastrukturprojekte plötzlich mit einem Fingerschnipsen. Und auch da, glaube ich, wäre eine Olympiabewerbung hilfreich. Ja. Und das könnte ich mir dann so ähnlich vorstellen wie 72. Also ich war 15, als die Olympiade 72 da war. Und es waren die heiteren Spiele bis zu dem Attentat, die wirklich heiteren Spiele von München. Oder wie das Sommermärchen mit unserer Fußball-WM. Was ja auch eine tolle Geschichte war. Ja, und wir hatten ja jetzt auch die EM 24, die Euro 24 in Deutschland. Ich denke mal, man muss auch manchmal damit leben, dass es im Vorfeld Debatten gibt, dass es auch Gegner gibt oder wie wenn das Windrad direkt neben dem eigenen Haus gebaut wird, mag man auch nicht. Aber so in der Summe, in der Regel, wenn so eine Großveranstaltung beginnt, dann leben die Menschen das auch. Ne? Und auch ich meine, in Köln war die Euro auch, ich lebe in Köln. Wir hatten eine großartige Stimmung vor Ort und überall, wo ich hingefahren bin, auch während der Euro.
Und dann sind alle diese Fragen, die man ja auch zu Recht hat, und der Deutsche denkt ja auch kritisch, ne? Und alles das, was man zu Recht debattiert, treten eben zum Zeitpunkt von Spielen oder eben von Fußball-Europameisterschaften zum Glück auch mal in den Hintergrund. Ich glaube einfach, wir brauchen in Deutschland wieder mehr, dass man einfach auch mal 5 gerade sein lassen und den Moment genießen darf. Das haben wir aus meiner Sicht immer weniger, und das kann auch unsere Jugend sehr, sehr gut gebrauchen. Dass es nicht immer nur um die Nachhaltigkeit und dies und das, also dass immer noch so eine Moral von der Geschichte dabei ist, man muss einfach mal Sport genießen. Ich glaube, das täte uns sehr, sehr gut. Glaubst du denn, dass es genügend Unterstützung von der Industrie und auch von der öffentlichen Hand gibt, dass Sportler gefördert werden? Das ist ja immer ein bisschen kritisch. Wenn man Top-Leistungen bringen will, muss man wirklich ja 7 Tage im Prinzip für den Sport leben in der Woche. Ist die Förderung, da unsere Förderungsstruktur schon die richtige? Ja, wir brauchen definitiv noch stärkere Stimmen als im Sportlobbyismus, wenn ich das mal ganz klar formulieren möchte. Und klar, es stehen ganz viele Gespräche mit Politik an, weil am Ende geht es trotzdem noch top-down, was Fördermittel angeht. Aber ich glaube, heutzutage muss man auch immer mehr die Medien mit ins Boot holen. Und da die dementsprechenden Gespräche führen und sich einfach da vielleicht mehr Zeit nehmen, um über eben auch zum Beispiel die anstehenden Konzepte auch hinsichtlich einer Olympiabewerbung mal ausführlich zu erklären und darzulegen. Und ich glaube, dass man sich da immer so ein bisschen zu wenig Zeit mit oder immer erwartet. Es ist ja irgendwie klar, dass der Sport Bedeutung hat, oder es ist doch klar, dass der Sportjournalist dies oder das weiß, ne? Und das ist eben am Ende häufig gar nicht so. Und klar, wir brauchen mehr Fördermittel, aber was wir ganz dringend auch für eine Olympiabewerbung brauchen, ist einfach das ganz klare Commitment der Politik. Aber Nancy Faeser hat tatsächlich letzte Woche auch bei der DOSB-Mitgliederversammlung sich ganz klar für eine Olympiabewerbung ausgesprochen, hat gesagt, wir wollen das jetzt mit Volldampf angehen. Und das ist etwas, was einem so als Sport natürlich dann auch den Drive gibt, um zu sagen, so, ja, super, jetzt volle Fahrt voraus. Also mal gucken, wohin das führt. Nun hat Thomas Bach dich in den Vorstand der Olympic Refugee Foundation des IOC berufen. Was muss ich mir darunter vorstellen unter deiner Arbeit da in diesem Vorstand? Ja, die Olympic Refuge Foundation ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Es gibt seit 2016 das Olympic Refugee Team, wo Geflüchtete, also die einen UN-Flüchtlingsstatus haben, in dieses Team berufen werden und bei Olympischen Spielen antreten können. Wir haben jetzt 2024 tatsächlich das erste Mal eine olympische Medaille erkämpft im Boxen von einer Flüchtlingsathletin. Und das ist natürlich eine wahnsinnig tolle Message in die Welt. Also es geht bei der Foundation darum, Kinder und Jugendlichen wieder so ein sicheres Umfeld zu geben. Also die flüchten in ein anderes Land und werden durch den Sport aufgefangen. Und haben so eine Art sichere Umgebung, auch mit den Trainern, mit den Betreuern, die ihnen da zur Seite gestellt werden. Aber eben nicht nur das Auffangen von Flüchtlingen, sondern eben auch zu zeigen, Leute, ihr trotz des Traumas, was ihr erlebt habt, könnt ihr euch Ziele setzen und zum Beispiel olympische Medaillen gewinnen. Und das finde ich toll, dass man da eben wieder ansetzt an dem Punkt, kommt runter von der Straße, ne? Baut euch einen neuen Traum auf, setzt euch ein neues Ziel und dann könnt ihr die Luftschlösser, die ihr euch erträumt habt, wirklich beziehen und erklimmen. Und das finde ich ganz toll. Und da mache ich jetzt seit den Olympischen Spielen dieses Jahres, bin ich dabei. Da geht es darum, Fördergelder einzusammeln, aber eben auch darum, dass die internationalen Verbände zum Beispiel Regularien erarbeiten, dass überhaupt Flüchtlinge teilnehmen können. Und Deutschland ist übrigens beherbergt 9 der 37 dieses Jahr gestarteter Athleten. Also wir sind das sogenannte Host Country von ganz, ganz vielen Flüchtlingen. Also wir sind da ganz vorne dabei und das ist sozusagen für mich jetzt irgendwie ein Perfect Match. Bleibst du mit denen in Kontakt? Wenn du sagst, 9 von 37 sind hier in der Bundesrepublik zu Hause. Wie hältst du den Kontakt zu den Athleten generell?
Ja, also grundsätzlich bin ich auf ganz vielen Veranstaltungen, wo Athleten sind, ob jetzt Olympische Spiele oder eben eine Sportlerwahl des Jahres, wo ich mich dann immer wirklich kopfüber in die Menge der Athleten werfe. Ja, und die Flüchtlingsathleten, die habe ich auch in Paris mehrfach getroffen. Ich war jetzt bei der Gewichtheber-WM in Bahrain, da habe ich die angetretenen Flüchtlingsathleten getroffen. Ich war bei der Schwimm-WM, wo ich mit dem Präsident von World Aquatics über die eben angesprochenen potenziellen Maßnahmen gesprochen habe. Ja, also ich bin sehr motiviert und ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, da ich nicht mehr international alle Athleten vertrete und jetzt werden sie mich da alle nicht los. Genau. Ja, ich renne jetzt da überall rum tatsächlich und versuche dieses Team und also diese Möglichkeit eben immer weiter auszuweiten. Gibt es eigentlich noch eine Perspektive für dich oder möchtest du dich mehr in Deutschland engagieren als Sportsfunktionärin? Also es gibt ja auf der weiblichen Seite immer noch deutlich weniger aus meiner Sicht Funktionäre. Ist das so? Erstens und zweitens, würdest du dich in Deutschland mehr engagieren? Ich bin noch Botschafterin Sport für Entwicklung vom Bundesministerium, vom Entwicklungsministerium. Ja, und tatsächlich haben sich in Deutschland und im deutschen Sport diese Gespräche noch nicht ergeben. Es ist in Deutschland auch gar nicht so traditionell gehandhabt, dass irgendwie ehemalige Athleten automatisch in solche Rollen rutschen. Aber jetzt, denke ich mal, werde ich in Zukunft diese Gespräche auch führen. Natürlich habe ich Lust, mich in Deutschland zu engagieren, gerade für die Olympiabewerbung definitiv. Also da werde ich in irgendeiner Form mit dabei sein. Ja, also wenn ich mir jetzt die letzten Jahre einfach das ganze Bildungssystem angucke und die Jugend in Deutschland, da hätte ich auch schon Lust, mich in dem Bereich mehr zu engagieren, eben auch in Deutschland. Und zeitlich wäre das kein Problem? Zeitlich wäre das kein Problem. Ich habe einen selbstständigen Job, den ich machen kann. Ich werde aber auf jeden Fall, das hatte ich mir selber gesagt, in dem Umfang, in dem ich Ehrenamt die letzten 8 Jahre betrieben habe, das kann ich jetzt, ich habe einen 4-Jährigen zu Hause, das werde ich in dem Umfang nicht leisten können. Aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, in der internationalen Gemeinschaft unterwegs zu sein, sich auch in Deutschland für den Sport, für die Förderung von Kindern und Jugendlichen einzusetzen. Und ich meine, das ist ja unsere Zukunft, ne? Also es ist ja nicht umsonst, dass man da so ins Niemandsland rennt. Und wer sich sportlich engagiert und da eben diese ganzen Regeln kennenlernt und sich in einem Team, in einer Gemeinschaft integriert, der nimmt einfach auch ganz viel mit fürs spätere Berufsleben. Und auch ihr braucht ja Nachwuchs. Guter Punkt. Genau. Unsere neue CEO, Karin Radström, ist selbst Olympiateilnehmerin gewesen. Sie ist für Schweden im Rudern angetreten, Doppelzweier. Ist das so, dass Sport eigentlich eine gute Grundlage ist, Leistungssport für einen Top-Management-Posten dann in der Industrie, dass man lernt, mit Regeln umzugehen, Leistung zu zeigen und auch entsprechend abzuliefern? Auf jeden Fall haben wir die beste Voraussetzung, um den Sprung ins Management zu schaffen. Ich glaube, das gelingt genau dann, wenn man eben aber auch für diese neue Position mit Leidenschaft dabei ist. Ich denke, dass das wie bei allen anderen Menschen auch ist. Auch der Sportler funktioniert dann am besten, wenn er mit Herzblut dabei ist. Und das ist das einzige Hindernis, ne? Es gibt viele Sportler, die sich für die wirtschaftlichen Seiten dann auch gar nicht interessieren und dann sind sie dann da auch nicht gut, ne? Aber die eben für diesen Bereich auch Freude mitbringen, das sind, vor denen muss man sich dann auch in Acht nehmen. Ich glaube, die sind dann richtig gut. Du arbeitest ja nach wie vor als Coach und machst Coachings, die also sehr unterhaltsam sind, aber auch eben begeistern. Willst du das noch eine ganze Weile so weitermachen, wie du es jetzt machst? Ich mache das sehr gerne. Ich stehe sehr gerne auf der Bühne und erzähle von den Erfahrungen und auch den Mechanismen, wie man das Beste aus sich herausholt und über die richtige Balance. Also weil ich auch immer viel davon erzähle, wie die Momente sind oder dass es Phasen gibt, in denen es nicht so gut läuft. Und ganz wenige erzählen davon. Also ich glaube, der Mensch an sich möchte in der Regel gerne so
so ein ganz reines Bild von sich zeichnen, so nach dem Motto, ich habe nie Probleme und klar, ich mache das alles mit links. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass das die Leute viel mehr abholt und auch also Top-Managern, Managern, aber genauso Jugendlichen und Kindern viel mehr hilft, wenn man einfach mit den realen Emotionen, also die auch mal preisgibt und sagt, ja klar, jeder tut sich mal schwer und jeder hat mal Panik und damit kann man einfach viel besser arbeiten, weil man dann ein echtes Handwerkszeug hat, an dem man sich so weiter oder nach oben hangeln kann. Und deswegen, das macht mir sehr viel Spaß. Da habe ich wahrscheinlich auch so einen Ticken missionarischen Ansatz, aber das macht mir sehr viel Freude, ja. Liegt dir auch die Förderung von jungen Mädchen, jungen Frauen am Herzen? Interessanterweise habe ich nie so zwischen Männern und Frauen, Jungs und Mädchen unterschieden. Ich finde, im Sport hebt sich das auf. Das ist die beste Grundmessage aller Zeiten, finde ich. Also im Sport sind tatsächlich alle gleich. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch tatsächlich so ein bisschen fast mittlerweile ganz international, natürlich mit Absprüchen. Aber ich habe tatsächlich, muss ich sagen, gerade jetzt als junge Mutter festgestellt, wie sehr doch die Wahrnehmung und die Unterschiede von Mann und Frau sind oder wie das Verständnis unterschiedlich ist. Das hat mich ein bisschen geschockt, weil ich das nicht erwartet habe. Und ich erwische mich dabei, dass ich in den letzten 4 Jahren, also mein Sohn ist 4, immer häufiger sage, ja, die haben das jetzt gemacht, weil ich Frau bin. Ich hatte da nie so eine Verbitterung oder überhaupt eine Wahrnehmung für. Und das ist schon interessant, dass ich glaube, besonders das Mutterdasein einen doch noch mal in eine andere Rolle katapultiert und plötzlich diese Geschlechterunterschiede einfach, die es ja einfach auch biologisch nun mal gibt, ne, doch noch deutlicher zum Vorschein kommen. Und seither ist mir doch bewusster, dass es schon wichtig ist, sich vielleicht auch speziell für Mädchen, junge Frauen auch einzusetzen. Jetzt habe ich mehr Verständnis dafür und das macht Spaß, sich dafür einzusetzen. Aber ich muss sagen, es gibt einfach auch wahnsinnig viele Männer, jetzt gerade in unserem, sage ich jetzt mal, Kulturkreis, ne, die da auch die ganz weit vorne mit dabei sind, wenn es darum geht, Frauen und Mädchen und junge Frauen zu unterstützen, was genauso erfreulich ist, ne, muss man ja auch mal dazu sagen. Also es gibt ja nicht immer nur zu meckern, sondern da gibt es auch wahnsinnig viel Verständnis auf der anderen Seite und da sind wir schon ganz schön weit. Das habe ich bei der Vorstellung des Siegers bei der Sportlerwahl des Jahres Zeitler festgestellt. Der kommt praktisch aus einer Familie, wo lauter Leute waren, die Leistungssportler waren. Sozusagen der Opa hat, glaube ich, auch schon irgendwie Olympiade irgendwie Richtig, mitgemacht. Der hat eine olympische Rudermedaille gewonnen. Ja, genau. So, jetzt dein Sohn ist 4 Jahre alt. Würdest du seine Karriere unterstützen, wenn er in den Leistungssport geht? Ja, also ich mache das genauso wie meine Eltern, habe ich beschlossen. Also wir hatten eine breite Grundlage, mein Bruder und ich. Also Schwimmen, Leichtathletik, Musikinstrument gelernt, so alles, was man so als Grundlage hat. Und dann muss man einfach gucken, wo der kleine Junge sich hinentwickelt und wo die Leidenschaften liegen. Und bin ein großer Fan davon, Leidenschaften zu fördern. Und die Aufgabe von Eltern aus meiner Sicht ist es aber gleichzeitig auch, so ein bisschen vorauszuwählen und zu gucken, was passt so in mein Weltbild rein, was denke ich, würde gut passen. Und ja, da werde ich ihn auf jeden Fall unterstützen. Wenn es nicht der Sport ist, ist es vielleicht die Musik oder das Singen oder was auch immer dann daherkommt. Aber auf jeden Fall kann man es schaffen, den Kindern die Freude am Entdecken zu vermitteln. Und mein Kleiner ist wahnsinnig neugierig und ich biete dem einfach viel an. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, wie sehr die Kleinen das dann auch aufnehmen, wenn man ihnen denn eben auch viel präsentiert. Also der kann sich für alles begeistern. Gut. Könntest du dir, Frage zum Schluss, vorstellen, wenn die Olympischen Spiele nochmal nach Deutschland kommen, im Organisationskomitee mitzumachen? Ja, klar, ich bringe mich natürlich jetzt schon in Stellung. Ich will also Olympische Spiele in eigenem Land, da will ich unbedingt dabei sein. Und wenn ich nicht dabei bin, springe ich trotzdem noch so da. Genau, also ich möchte auf jeden Fall Teil des Ganzen sein und das wäre auf jeden Fall ein Traum, ja. Okay.
Ich danke dir für das Gespräch, war sehr interessant. Bin gespannt, was die Zukunft so bringen wird und würde mich natürlich auch freuen, wenn die Olympischen Spiele hierher kommen und würde mich auch freuen, wenn unser Unternehmen das entsprechend unterstützen würde. Ich glaube, das hilft. Ne? Fahrservice. Okay, ich danke dir herzlich, Britta, für dieses Gespräch. Ja. Liebe Leute, das war der Beer Mover Talk, diesmal mit Britta Heidemann, Olympiasiegerin, Sportfunktionärin, Mutter und Frau mit Perspektive. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.